Weidmannsheil und Timber. Ich bin Frank Brunswick, ich bin Koch und genauso gern wie zu Hause koche ich auf dem Lagerfeuer. Hier auf den Flammen gibt es heute einen gerollten Flammkuchen. Wenn ihr denkt, das geht nicht, dann bleibt dran und schaut zu. Das ist gutes Fleisch. Übrigens genauso gut wie die Fellchen, die wir damals am Lacher See geholt haben. Ich habe schon viel Fleisch verarbeitet und gegessen, aber ich war zum ersten Mal direkt beim Schlachten mit dabei. Ich habe gesehen, wie das Tier sein Leben gelassen hat, dafür, dass wir es jetzt aufessen. Und das hat mich mit großer Ehrfurcht und mit Spannung erfüllt, aber das war gut. Wenn man das miterlebt, wie das Blut rausspritzt und wie das Fleisch zerteilt wird am Ende, das ist ehrfürchtig. Und genau deshalb habe ich einen großen Respekt jetzt vor dem Stück Fleisch, was wir hier haben. Ja, ich schneide jetzt hier aus dem Fleisch einfach dünne Scheiben runter, schneide dann daraus Streifen und daraus kleine Würfelchen. Und dann hacke ich es nochmal durch. Also so klein wie möglich. Wir wollen ja möglichst gleich große kleine Stücke auf dem Flammkuchen drauf haben. Aber das klappt schon. Das Gute ist sogar, dass dadurch, dass das Fleisch nicht so gequetscht wird, bleibt es vielleicht sogar ein bisschen saftiger, weil wir ja wirklich Würfel schneiden mit einer glatten Kante und das nicht irgendwie so ein Wolf quetschen. So, und jetzt wisst ihr auch, warum Hackfleisch Hackfleisch heißt und nicht Fleischwolffleisch. Das ist ein Wort. Wenn ihr das Hackfleisch anbratet, guckt zu, dass ihr das so klein zerteilt, dass das in etwa dieselbe Größe hat wie die Zwiebeln und die Champignonwürfel. Dann können wir es einfach nachher besser auf den Teig verteilen und das ist alles gleichmäßiger. Das ist schon mal ein geiles Aroma. Und wenn ihr vegetarisch essen wollt, dann lasst einfach das Hackfleisch weg. Die Soße für den Flammkuchen, die schmeckt auch gut, wenn ihr einfach ein paar Champignons, vielleicht ein bisschen Lauch, ein paar Zwiebeln einfach auch anbratet auf dem Feuer und dann gleich wie wir Creme Fraiche drauf und das ist der perfekte Belag für einen gerollten Flammkuchen. So. Und wenn ihr jetzt
euch wundert, dass da noch kein Knoblauch drin ist, den haben wir nachher mit der frischen Joghurtsoße, da knallt der ein klein bisschen besser. Das ist jetzt so ein bisschen der Duft der Pfalz irgendwie. Weißwein, Crème fraîche, Zwiebeln, Hackfleisch. Das ist irgendwie, klingt das nach einem schönen Abend in einer Pfälzer Wirtschaft. Und natürlich der Duft von Flammen, der Duft von Holz, das verbrennt. Das hat man ja auch oft. Da gibt es immer noch mal welche, die ein bisschen Kamin haben, offenen, und die sind besonders gemütlich. Also gebratenes Hackfleisch ist, glaube ich, deshalb so erfolgreich, weil es einfach so geil schmeckt. Und dann verbunden mit dem Crème fraîche, der bringt so die Cremigkeit dazu. Und natürlich die Pilze, die hier für den Wald stehen. Also es ist ein super Belag für einen perfekten Flammkuchen. Und den werden wir noch zubereiten. Ich habe mir einen Stock gesucht, einen geraden. Den brauche ich nämlich nachher, weil ich kein Nudelholz dabei habe, meine Teigfladen auszurollen. Und das geht natürlich nur mit einem ganz, ganz geraden Stock. Und vielleicht habt ihr schon mal eine Doku gesehen, wie das die Leute im Vorderen Orient oder in Nordafrika machen. Die haben gar keine dicken Nudelhölzer, sondern die haben ganz dünne. Manchmal haben die Nudelmacherinnen in Italien auch ganz, ganz dünne Stäbe. Das klappt ganz gut und vor allem, ich musste ihn nicht mitbringen. Was ein Nudelholz. So, jetzt haben wir hier noch so ein paar Fädchen. Die halten wir mal ganz kurz ins Feuer und dann sind auch die weg. Perfekt. Wir kommen zum Teig, zum Flammkuchenteig. Und da machen wir das ein bisschen anders als im Original. Wir machen das nämlich in Hefeteig. Der große Vorteil hier, der ist ein bisschen fluffiger und dann kann man den besser drehen. Und im Wald hat man keinen Teller und dann kann man den schön aus der Hand essen. Fertig. Ich habe jetzt ein klein bisschen Semula unter den Teig gemacht. Das machen wir auch nachher auf der Pfanne. Dann haftet der Teig nicht so sehr. Also kleiner Lifehack im Wald.
Wir kochen übrigens hier an der Grillhütte der Gemeinde Altleining in der Pfalz. Und wenn ihr mal ums Eck seid, das Ding kann man mieten. Und ja, macht natürlich immer Spaß, draußen zu kochen, draußen zu grillen. Und wenn ihr Lust habt, guckt vielleicht mal bei euch in der Gemeinde, habt ihr auch so einen Grillplatz. Wo das Ding steht und wie ihr es mieten könnt, das steht nachher unten in der Beschreibung. Frischer Knoblauch, der gehört eigentlich bis aufs Dessert überall dazu. Frische Minze ist auch so ein Draußen-Ding, finde ich. Nicht nur für Pfefferminztee und Mojito, sondern auch für Flammkuchensoßen. Und wenn ihr euch auskennt, die findet man sogar sehr oft in der freien Natur. Also einfach mal dran gerieben und wenn es riecht wie der Pfefferminztee von der Oma, ist es Minze. Natürlich der gute Joghurt, Naturjoghurt. Die Joghurtsoße verträgt immer ein bisschen Salz, aber auch ein bisschen Zucker. Und natürlich ein bisschen Pfeffer. Und das ist definitiv der Geschmack von draußen. Das ist frische Explosion. Also ich glaube, das würden sogar Zahnärzte empfehlen. Zitrone frisch, Joghurt frisch, Minze super frisch. Saugeil. Ich liebe Hefeteig. Hefeteig ist die Königin unter den Teigsorten. Finde ich. Süß oder salzig. So weich und fluffig. Jetzt haben wir den Flammkuchen da rein und der gart jetzt von der einen Seite und dann drehen wir den rum und dann gart der von der anderen Seite und obendrauf kommt dann unsere leckere Soße. Okay, jetzt kommen die frischen Elemente. Tomaten, Zwiebeln, Frühlingslauch und natürlich ein bisschen frische Petersilie. Klecks von unserer leckeren Joghurtsoße. Wunderbar einrollen.
dass es nicht ganz so doll tropft, dann lässt man den jetzt einfach mal 5 Minuten liegen. Warm ist er danach immer noch, aber die Aromen, die verbinden sich ein bisschen. Die Kräuter, die gehen ein bisschen auf durch die Wärme des Teigbodens und dann schmeckt er richtig gut. Allerdings, wenn man nicht warten kann, dann kann man auch direkt aufschneiden. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie das Ding schmeckt. Das ist lecker. Das ist zwar kein Flammkuchen, wie man ihn kennt, aber der ist, glaube ich, sogar noch ein bisschen leckerer. Also die Kräuter kommen saugut raus. Super warmer Teig. Frischer, warmer Teig ist immer geil. Jetzt tropft es natürlich ein bisschen die Joghurtsoße, aber das macht gar nichts. Wir sind im Wald. Freuen sich die Mäuschen. Ich kann nur empfehlen, sucht euch Holz, macht ein Feuer. Macht das nach. Das ist geil. Hat dir die Folge gefallen? Was kochst du so auf dem Lagerfeuer? Schreib uns in die Kommentare und lass uns ein Abo da.